750 Millionen Dollar kostet das neueste Kreuzfahrtschiff der Welt. Hi, ich bin Lisa von Cruise Lifehacks und ich zeige dir Deck für Deck die neue Norwegian Luna. Dieses Video ist nicht gesponsert, ich habe alles aus eigener Tasche gezahlt, also kann ich dir meine ehrliche Meinung geben. Wir beginnen auf Deck 20 mit dem Glow Court, einem digitalen Sportfeld mit LED-Boden und Wänden. Tagsüber werden hier Sportreaktions- und kleine Turniere gespielt und abends verwandelt sich die Fläche in eine leuchtende Event-Location. Das Besondere ist, dass der Boden auf Bewegungen reagiert. Auf Deck 19 wartet mit dem Aqua Slide Coaster eine der auffälligsten Attraktionen an Bord, eine Hybrid-Achterbahn-Wasserrutsche, die sich über mehrere Decks erstreckt. Die Fahrt kombiniert schnelle Drops mit Kurven, mit Wassereffekten und ist so konzipiert, dass ich direkt noch einmal fahren wollte. Fun Fact: Ich war die erste Person, die jemals diese Rutsche gefahren ist, selbstverständlich aber nur für Recherchezwecke. Gleich daneben liegt der Pickleball Court. Hier entstehen oft ganz unkomplizierte kleine Turniere und Matches zwischen den Gästen. Im Vergleich zum Schwesterschiff der Norwegian Aqua gibt es hier zwei Veränderungen. Einerseits das Luna Midway, eine Outdoor-Arkade mit Geschicklichkeitsspielen, und dem Moon Climber, eine von Seilen umschlossene Outdoor-Kletterhalle. Auf Deck 18 gibt es Tea Time, einen kostenpflichtigen Minigolfplatz. Der ist mit Sensoren und Lichteffekten eines der Highlights. Da die Punkte digital am Display zu sehen sind, gibt es hier auch kein Schummeln. Gleich daneben kommt The Stadium, ein Outdoor-Bereich, wo es Tischtennis, Tischfußball und andere Geschicklichkeitsspiele gibt. Ein Deck tiefer, also auf Deck 17, findest du den Hauptpool. Hier wird tagsüber mit einem DJ Musik gespielt, aber natürlich auch entspannende Lounge-Musik. Es gibt Challenges mit den Gästen oder klassisch Filme am Abend. Surfside Café dient als Buffet-Restaurant für Frühstück, Mittag und Abendessen und ist komplett inklusive. Ganz hinten gibt es den Surfside Grill mit Burger und Hotdogs, die ich aber persönlich eher nicht hier essen würde. Ich empfehle dir hier viel mehr zu The Local zu gehen, aber dazu komme ich später. Die Größe des Buffets ist für ein Schiff mit 3500 Gästen eher klein, aber dafür ist die Qualität überdurchschnittlich gut. In keinem Buffet hatte ich bis jetzt zum Mittag einfach so Lobster Rolls. Vorne auf Deck 17 findest du die Observation Lounge, den perfekten Ort, um tagsüber ein Buch zu lesen, zu arbeiten oder einfach nur die Aussicht zu genießen. Am Heck schließt sich der Vibe Beach Club an, ein Adults-Only-Bereich mit Infinity Whirlpools, Liegen und einem etwas ruhigeren Ambiente. Wer hier ein paar Stunden verbringt, erlebt das Schiff von seiner entspannten Seite, weit weg von Trubel und Programm. Aber Achtung, der Zugang zu diesem Bereich ist kostenpflichtig. Je nach Reise kostet hier ein Tag ca. 25 € zusätzlich. Ich empfehle dir den Vibe Beach Club nur zu buchen, wenn du weißt, dass das Schiff wirklich voll sein wird. Denn es gibt auf Deck 8 so viele Liege- und Sitzmöglichkeiten, die inkludiert sind. Direkt daneben liegt die Luna Game Zone, ein moderner Entertainment-Bereich mit virtuellen Erlebnissen, Arcade-Spielen und Bowling. Es ist einer dieser Orte, an denen aus einem kurzen Abstecher schnell ein längerer Spieleabend werden kann, und der Eingangsbereich ist ein mega Fotospot. Auf Deck 17 gibt es auch zwei Spezialitätenrestaurants. Palomar ist auf mediterran inspirierte Küche mit Meeresfrüchten spezialisiert und Sukhothai bringt thailändische Klassiker wie Currys an Bord. Auf Deck 16 findest du 3 Sachen, wovon aber nur eine kostenlos inkludiert ist. Das Pulse Fitness Center, hier gibt es etliche Cardio-Geräte und Gewichte, von mir leider nicht so oft besucht wie vorgenommen, und außerdem findet man hier auch den Zugang zum Spa-Bereich, der aber eigentlich zum Großteil auf Deck 15 liegt. Der Zugang hierzu ist kostenpflichtig, aber trotzdem sehr zu empfehlen. Auf Deck 16 findest du auch das Hauptdeck der Gäste aus The Haven. The Haven-Gäste haben einen eigenen Servicebereich, ein Außendeck, 2 Whirlpools, einen Infinity Pool am Heck, etliche Liegemöglichkeiten, eine Sauna und Eisraum und ein Restaurant mit Innen- und Außenbereich. Ich bin ehrlich, The Haven-Zimmer in der gleichen Kategorie wie ein normales Balkonzimmer kosten zwischen 2 bis 3 Mal so viel. Infinity Pools gibt es auf Deck 8, Whirlpools auf Deck 18 und die sind inkludiert ohne zusätzlichen Aufpreis. Die Saunas im Spa-Bereich sind vielfältiger und das kostenlose Hauptrestaurant Hudson's, welches ich dir gleich zeigen werde, ist eines der schönsten Restaurants an Bord. Der The Haven Aufpreis macht für mich bei älteren Schiffen mehr Sinn,
Piratin, wo ein deutlicher Unterschied zwischen den öffentlichen Bereichen und The Haven ist. Auf so einem neuen Schiff ist The Haven zu buchen eher weniger notwendig. Auf Deck 9 bis 15 findest du fast ausschließlich Zimmer und natürlich aber auch Kids-Clubs. Auf Deck 8 Midship starten wir mit dem obersten Stock von Penrose Atrium, dem Herzstück des Schiffes. Hier gibt es einige Shops und auch die Belvedere Bar. Ein Highlight auf mehreren Ebenen ganz vorne im Schiff ist das Luna Theatre. Es erstreckt sich von Deck 6 bis 8 und ist abends eine große Showbühne. Je nach Programm erlebt man hier Konzerte, Theater, Akrobatik oder Multimedia-Shows. Durch die Höhe und Offenheit des Raumes wirkt jede Inszenierung größer als auf vielen anderen Schiffen. Deck 8 wird stark vom Ocean Boulevard geprägt, einer großen Außenpromenade mit Infinity Pools, Sitzbereichen und Loungern direkt über dem Wasser. Nach Landtagen ist dieser einer der schönsten Orte, um beim Auslaufen zuzusehen, wie der Hafen langsam immer kleiner wird. Der Blick von den Infinity Pools auf das Meer bleibt vielen als der Postkartenmoment der Reise im Kopf. Auf Deck 8 befinden sich außerdem 2 Specialty-Restaurants, die extra kosten. Los Lobos, das mexikanische Restaurant, meiner Ansicht nach ein Interieur-Highlight, und Onda bei Scarpetta, das italienische Restaurant, bei dem man auch outdoor sitzen kann. Am Heck ist die Indulge Food Hall, ein lockerer Food Court mit verschiedenen Küchen, bei dem du mit Tablet bestellen kannst und dir alles direkt an den Tisch gebracht wird. Die Auswahl macht es leicht, in Gruppen hier ganz unterschiedliche Geschmäcker unter einen Hut zu bringen, ohne sich trennen zu müssen. Häufig entstehen hier gesellige Abende, an denen man verschiedene Kleinigkeiten teilt und sich durch die Karte probiert. Auf Deck 7 liegt mein persönliches Highlight, das inkludierte Hauptrestaurant Hudson's. Hier bekommt man inkludiert jeden Tag Frühstück, Mittag und Abendessen. Man geht zuvor zum Eingangsbereich und scannt die Karte und bekommt, je nachdem wie voll es ist, entweder sofort einen Kellner zugeteilt oder einen Buzzer, der dann piepst, sobald der Tisch fertig ist. Können wir uns aber kurz darüber unterhalten, wie wunderschön diese Einrichtung ist? Wie kann ein inkludierter Main Dining Room so wunderschön sein? Wir hatten an einem Abend einen rosaroten Himmel, als wir ein Glas Wein genossen haben. Und ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Auf Deck 7 gibt es 3 Spezialitätenrestaurants, die mit einem Aufpreis verbunden sind. Le Bistro mit dem bekannten raumhohen Luster, und hier findet man typisch französische Küche mit Escargot und Coq au vin. Nama ist hier für Sushi und Sashimi, und wie der Name schon vermuten lässt, findet man hier Sushi Rolls, exzellentes Sashimi und aber auch ein paar warme Speisen. Cagney's Steakhouse ist für Steak und Fleisch, und das ist das mit Abstand beliebteste Restaurant unter den Amerikanerinnen und Amerikanern. Auf Deck 7 gibt es auch die Metropolitan Bar, Humidor Cigar Lounge, Shops und Starbucks. Dieser Bereich fühlt sich abends oft wie das beliebte Zentrum des Schiffs an, wo man nach dem Essen noch ein Stück weiter geht und spontan dann irgendwo hängen bleibt. Sid Normans Poorhouse bringt das Gefühl eines kleinen Rockclubs auf die See, Livebands, Klassiker aus den 60er, 70er, 80ern und richtig viel Stimmung. Die Shows hier leben stark von der Interaktion mit dem Publikum, viele Gäste singen mit und kommen einfach mehrfach während der Reise immer wieder. Auf Deck 6 ist ganz vorne das Theater, das ich dir schon gezeigt habe, und midship befindet sich die unterste Ebene des Penrose Atriums. Hier laufen abends Musikshows und tagsüber Veranstaltungen wie Trivia. Auf Deck 6 findest du auch das Casino, welches wie bei jedem anderen Schiff natürlich nur auch auf See offen hat. Hier gefällt mir gut, dass der Raucherbereich sehr deutlich abgetrennt ist. Und generell gibt es auf dem Schiff nur 2 Raucherbereiche. Neben dem Casino findest du auch noch auf Deck 17 einen Outdoor-Bereich, der rundherum verglast ist. Die Zigarrenbar ist ausschließlich für Zigarren gedacht. Improv at Sea ist der Comedy-Club an Bord und wechselt im Verlauf des Abends von Stand-Ups und Improv-Shows hin zur Clubatmosphäre. Die Nähe zur Bühne sorgt dafür, dass die Shows persönlich wirken und oft sehr direkt beim Publikum ankommen. Wer hier lacht, vergisst meist komplett, dass draußen gerade hunderte Seemeilen Meer vorbeiziehen. Hier findet auch Lunatic statt, die einzige nicht inkludierte Show auf dem Schiff, die bei unserer Reise $45 pro Person gekostet hätte. Als einziges Spezialitätenrestaurant auf Deck 6 findest du hier Hazuki, ein Teppanyaki-Restaurant, wo man mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzt und der Koch mit Humor und verschiedenen Tricks verschiedenste Gänge zubereitet.
Mit Commodore Room bietet Norwegian hier auch ein weiteres Hauptrestaurant an. Hier findet man die gleiche Karte wie im Hudson's und ich glaube, sie wollten hier einfach nur noch mehr Interior-Highlights bieten und haben deshalb einfach ein zweites Restaurant gemacht. Gleich daneben findet man auch die Whisky Bar, wo man vor und nach dem Abendessen noch direkt ein Getränk genießen kann. Ich war eine der ersten Personen, die den Aqua Slide Coaster an Deck gefahren ist und ich habe dazu ein Video online. Sieh es dir an, weil ich gebe da etliche Tipps dazu, wie die Einschiffung bei Norwegian Step